Oh hey! Nachdem ich etwas von zahlreichen Filmen oder sogar ganze Outputs von einem Filmstudio wie Pixar reviewed und gerankt habe, wird es doch mal Zeit, dasselbe mal für eine Videospielmarke bzw. ein Videospielstudio zu machen, und zwar From Software und ihre beliebte Souls-Formel bzw. die Soulspawn Games, was unter anderem etwa die ersten 3 Dark Souls, Sekiro, Elden Ring, Bloodborne und extra für dieses fucking Video habe ich mir etwa Demon's Souls für die PS3 geholt, damit es ein würdiges Ranking ist. Nein, ich hole mir nicht etwa das Remake plus noch eine PS5 für dieses Video. Das ist mir auch viel zu teuer. Außer gebt mir natürlich etwa das ganze Geld. Ihr könnt immer natürlich etwa bei mir spenden, weil ich habe etwa einen super coolen Link zu Patreon. Das könnt ihr etwa öffnen, etwa in der Infocard. 100% durch Patreon von mir. Anyway, starten wir doch mal mit dem letzten Platz. Und ich muss etwa vorhinein sagen, es handelt sich natürlich etwa hier um meine Meinung nur. Wenn ihr eine andere habt, Supporties, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Werdet einfach nicht etwa feindselig, nur weil ich etwa eine andere Meinung hab als ihr. Und natürlich, es gibt kein wirkliches schlechtes Dark Souls bzw. Soulspawn Game. Muss ehrlich gesagt sagen, all diese Games haben eine wirklich konstante Qualität. Auch wenn die letzten 2 Plätze vermutlich die wenigste klassische Qualität von From Software aufweist. Aber es ist nicht so schlimm, da die anderen Games etwa fantastisch as fuck sind. Also war es natürlich einfach ein sehr schweres Ranking. Aber bedenkt, die meisten der Games sind wirklich fantastisch. Und jedes dieser Games ist wirklich gut, keines dieser Games ist wirklich schlecht. Alle Disclaimer one disclaimed, starten wir doch mal mit diesem Ranking. Aber starten wir doch mal dieses Ranking, und was könnte etwa dieses Ranking starten? Außer das erste so richtige Soulspawn-Spiel, und zwar Demon's Souls. Und ich weiß. Viele werden aufschreien und sagen, warum ist Demon's Souls auf dem letzten Platz und nicht Dark Souls 2? Lasst es mich erklären. Prinzipiell ist Demon's Souls definitiv in vielen Aspekten deutlich besser als Dark Souls 2. Es gibt viele Dinge, die man etwa an Demon's Souls loben kann, und es gibt ein paar Dinge, die man wirklich kritisieren kann an Demon's Souls. Aber erstmal zu den Lobpunkten. Die Welt ist wundervoll. Gewohnt von den Soulspawn-Spielen ist die Welt einfach nur grandios, kreativ und wirklich durchdacht. Das Game Design ist auch etwa on point, aber es ist auch eine Sache, die etwa eine Konstante meist ist in den ganzen Soulspawn Games. Und natürlich gibt es viele andere Punkte, die man an diesem Game loben kann. Es war definitiv revolutionär, denn ohne dieses Game hätten wir vielleicht etwa kein Bloodborne, kein Elden Ring oder sogar Dark Souls. Es ist ein revolutionäres Spiel, was ich etwa dafür so verdammt respektiere. Aber, und das ist ein wirklich großes Aber, Demon's Souls leckt eine große Sache, und zwar eine konkrete Version. Was meine ich damit? Natürlich hatte man etwa mit Demon's Souls eine konkrete Wissen, wie man das machen wollte, beziehungsweise Version. Aber in manchen Aspekten fühlt sich Demon's Souls eher mehr so an, als wäre es ein Prototyp für Dark Souls. Und das ist per se nichts Schlimmes, aber man merkt mal sehr, dass etwa Demon's Souls irgendwie versucht, eine eigene Identität aufzubauen, aber nicht so richtig weiß, wie man das machen soll. Und man erstmal mit Dark Souls wirklich etwa was richtig eigentlich etwa herausholen konnte. Demon's Souls ist bei vielen Punkten kein schlechtes Game. Es ist spaßig, es bietet sich eigentlich gut, und wie gesagt, man kann das etwa zur Hölle respektieren. Wirklich, es hat seinen Respekt verdient, aber es hat auch einen Grund, warum dieses Game von den ganzen Soulspawn Games irgendwie wie das vergessene Saf etwa behandelt wird. Während sowas wie Dark Souls 2 natürlich etwa von vielen eher mehr als schwarzes Saf behandelt wird, ist Demon's Souls eher mehr sowas wie Demon's Souls? Ja, davon habe ich nie gehört. Nein. Demon's Souls? Oh mein Gott, davon habe ich auch noch nie gehört. Demon's Souls? Oh mein Gott, was ist das? Ja, die meisten würden nicht etwa bei Soulspawn an Demon's Souls direkt denken. Vielleicht ein paar, aber die wenigsten eher, mehr gesagt. Anders als die ganzen anderen Soulspawn Games hat es nicht etwa so ein Erinnerungswert oder was sehr Erinnernswertes. Viele der anderen Souls Games haben Dinge, die etwa für diese etwas pressen. Dark Souls 3 hat den Fanservice, Dark Souls 1 ist legendär, Dark Souls 2 wird etwa von vielen gehasst, Bloodborne hat eine fantastische Atmosphäre und. Aber Demon's Souls, was hat denn wirklich Demon's Souls? Es war das erste Souls-like Game in dieser Form. Es war der erste große Versuch von From Software, was zu schaffen, aber abseits davon hat Demon's Souls nicht wirklich etwa einen Erkennungswert, und das ist wirklich schade. Denn Demon's Souls ist bei weitem kein schlechtes Spiel. Eventuell deutlich besser als Dark Souls 2, aber da finde ich irgendwie, dass es mehr Charme hat. Damit möchte ich nicht sagen, dass Demon's Souls etwa ein schlechtes Game ist. Wie schon etwa am Anfang erwähnt, keins der Soulspawn Games ist für mich in meinen Augen zumindest ein schlechtes Game. Die alle haben was, aber Demon's Souls hat irgendwie das wenigste. Das meiste, was man etwa in Demon's Souls hat, was ziemlich gut ist, haben andere Soulspawn Games leider per
perfektioniert längst. Und da muss man auch sagen, die Bosse in Demon's Souls sind eher mehr eine kleine Späße. Denn anders als andere Soulsbound Games, wo selbst etwa die Bosse in den späteren Teilen definitiv ein großes Highlight sind, ist bei Demon's Souls die Bosse eher mehr gesagt, naja, okay. Würde ich etwa jemanden abraten, besonders für Neulinge, Demon's Souls jemals zu spielen? Definitiv nein. Denn anders als zum Beispiel Dark Souls, Bloodborne, Sekiro oder sogar teilweise Elden Ring, ist das definitiv das wohl eins der freundlichste klassische Souls-like Game. Natürlich ist das in vielen Aspekten noch deutlich einfacher als die späteren Soulsborne Games, da man wie gesagt noch nicht genau wusste, was man etwa mit dem kleinen Mini-Genre in Anführungszeichen wirklich etwa machen wollte. Also ist das definitiv kein schlechter Anfang für Neulinge. Auch wenn ich jetzt das nicht etwa als großen Startpunkt etwa für viele empfehlen würde, da wie gesagt Demon's Souls manchmal wirklich eher mehr sich anfühlt, als hätte man wenig Ahnung gehabt, was man so richtig konkret daraus herausholen wollte. Und manchmal wirkt es etwas gimmickhaft oder etwas langziehend. Und das müsste man bei einem Souls-like Game eher weniger haben, beziehungsweise vermeiden. Am Ende des Tages kann ich sagen, ich respektiere Demon's Souls bis zum Ende. Mag ich es wirklich? Ein wenig. Ist es ein gutes Souls-like Game? Es geht so. Hat es etwa einen revolutionären Status verdient? Definitiv. Und wie schon gesagt, es ist kein schlechtes Game. Es ist weit davon entfernt, ein schlechtes Game zu sein, aber ich hätte etwa einen konkreten Plan mir eher mehr gewünscht da. Aber je mehr wir etwa zu den neueren Soulsborne Games kommen, desto mehr hat man herausgefunden, was man etwa mit dieser Reihe, beziehungsweise diesem Genre, beziehungsweise wie auch immer ihr das nennen wollt, machen wollt. Wer hätte es erwartet? Es mag zwar eine Mainstream-Meinung sein, und ich muss zugeben, ich bin kein großer Hater oder sowas von Dark Souls 2. Es gibt viele Dinge, die ich etwa in diesem Game wirklich mag, und irgendwie hat es auch seinen eigenen Charme. Aber ich kann wirklich etwa nicht die Fehler ignorieren, und definitiv im Vergleich zu den anderen Soulsborne Games ist das definitiv ein großes Letdown und ein großer Step Back von dem ersten Dark Souls. Aber spulen wir doch mal zurück. Dark Souls 2 war zu der damaligen Zeit ein sehr hoch erwartetes Sequel zum ersten Dark Souls, und meine Güte hat das etwa viele da enttäuscht. Persönlich war es natürlich zu der Zeit noch nicht etwa ein Soulsborne-Fan, aber ich kann definitiv sehen, warum es etwa so enttäuschend war für viele. Wie gesagt, es ist bei weitem nicht etwa so ein schlechtes Spiel, wie viele damals zumindest etwa gesagt haben, und viele weisen mehr zu diesem Game auf, und das ist doch etwas schön zu sehen. Aber es ist definitiv das schwarze Schaf immer noch von den Soulsborne Games. So ist es so simpler in manchen Aspekten, wo es wirklich schade ist. Die Welt ist versimpelt bzw. vereinfacht worden, und das ist einfach nur ein Jammer. Die Welten bei den ganzen Soulsborne Games sind einer der größten Highlights meiner Meinung nach. Und dass etwa die Welt hier etwa sehr versimpelt wurde, sehr vereinfacht wurde, ist wirklich nur ein großes Jammer. Auch die Kämpfe bzw. die Bosse hier sind definitiv schwächer. Natürlich gibt es manche kreative Inszenierungen bzw. coole Momente mit den Bossen, aber die meisten sind sehr formulär gehalten und sind eigentlich nur großer Dude, Schwert oder sowas, greift an. Und das Moveset von denen wirkt etwa sehr generisch einfach nur. Die Bosse sind natürlich auch bei den anderen Soulsborne Games ein kleines Highlight, aber hier sind die super schwach. Wie gesagt, es gibt ein paar Ausnahmen, sowohl von der Inszenierung her, als auch etwa von der Kreativität her, wie man diesen Kampf gestaltet hat, aber die meisten sind wirklich einfach nur generisch as fuck. Ich meine, in diesem Game haben wir einer der nervigsten Dark Souls Fights überhaupt gehabt. Auch wenn man natürlich etwas zugeben muss, dass das DLC zu diesem Game viele Aspekte etwa gebracht hat, die man wirklich setzen kann. So haben wir etwa viele Kämpfe, die sogar zu ein paar der besten von den ganzen Soulsborne Games meiner Meinung nach dazugehören. Wie ihr merkt, dieses Spiel spaltet in vielen Aspekten einfach nur. Ich kann zwar etwa einen Charme hier finden, aber wie gesagt, die Besten kann man einfach nicht etwa ignorieren. Auch designtechnisch her hat dieses Game etwa deutlich großes Besten. Ich meine, manche Aspekte des Designs wurden etwas zum Meme, zum fucking Meme. Und auch werde ich das niemals verstehen, was man mit den Cutscenes etwa gemacht hat. Warum hat man diesen Bluteffekt da am Rande? Warum? Warum From Software? Warum hat man so einen Bluteffekt? Die Cutscenes sind natürlich etwa super gut inszeniert worden, aber dieser Bluteffekt stört einfach nur. Ich weiß, es mag zwar vielleicht etwa auf den ersten Blick ein Nitpick sein, aber meine Güte, ist dieser Bluteffekt zum einen nicht wirklich gut, zum anderen nervt einfach nur höllisch. Aber wie schon angesprochen, inszenatorisch hat dieses Game natürlich viele Aspekte, die ich mag. Die Inszenierung ist in vielen
Aspekten immer noch wirklich, wirklich gut. Und das ist auch eine Sache, die etwa sehr konstant geblieben ist bei den ganzen Soulsborne Games. Das heißt nun hier oder auch bei den späteren oder auch bei ein paar Vorgängern. Dark Souls 2 mag zwar nicht etwa perfekt sein und hat natürlich verdammt großes Wissen. Ich meine, der meiste Teil über dieses Game habe ich eigentlich mich nur beschwert, welche dummen Erneuerungen, welche Dinge etwa vereinfacht wurden oder welche Dinge einfach nur zu generis waren. Aber wie gesagt, es ist definitiv kein schlechtes Spiel und im Vergleich zu der Konkurrenz manchmal mit anderen Dingen, die definitiv nicht gerade etwa toll sind, kann man dieses Game noch irgendetwas abgewinnen. Wie schon jemand etwa Weises mal gesagt hat, es ist ein gutes Game, nur kein gutes Soulsborne Game. Die DLCs auf der anderen Seite sind definitiv Peak Soulsborne. Vielleicht nicht das Beste, aber definitiv einer der besten Dinge von dem ganzen Soulsborne-Franchise. Überraschend ist der urschwächste, klassische Soulsborne-Game auch ein paar der besten DLCs aller Zeiten hat. Allein für die DLCs lohnt es dieses Game schon sehr. Und vielleicht könnt ihr auch einen bestimmten Charme in diesem Game finden, wie ich das getan habe. Zu hoffen wäre dies natürlich. Aber springen wir doch mal zum nächsten Platz. Mit Sekiro Shadow Die Twice. Ist ein kontroverses Spiel unter den ganzen Soulsborne-Games. Und das auch teilweise zu Recht. Denn es macht viele Sachen neu und ist auch immer noch so alt vertrauend. Aber springen wir doch mal zurück. Sekiro ist ein sehr interessanter Titel unter den ganzen Soulsborne-Games. Denn an sich passt er am wenigsten etwa zu der Description, die man etwa oft zu Dark Souls, Bloodborne oder sogar auch zu Elden Ring hört. Sowohl von der Art Direction, sowohl vom Color Grading, sowohl von vielen Spielelementen ähnelt sich zwar etwa Sekiro, aber unterscheidet sich zwar Sekiro in 10 Schritten mehr. In Sekiro haben wir etwa weniger die Rollenspielelemente, beziehungsweise so gut wie kaum. Man kann mal etwa keinen eigenen Charakter erstellen, wie bei dem Vorgänger oder auch Nachfolger. Man hat mal eine sehr striktere Story, die konkreter ist und nicht mehr so kryptisch ist wie die Story davor. Auch wenn die zahlreichen NPCs und die ganzen kleinen Nebeninformationen immer noch etwas Kryptisches haben. Das Mysterium um diese Welt ist deutlich kleiner als bei den vorherigen Teilen. Und manche lieben es, manche hassen es. Ich dagegen stehe sehr mittig dazu. Sekiro ist definitiv kein schlechtes Spiel. Wie schon am Anfang gesagt, ich denke, keins dieser Soulsborne Games ist wirklich schlecht. Die sind alle wirklich grandios, aber manche sind etwa in manchen Punkten deutlich besser, deutlich spaßiger. Und Sekiro ist meiner Meinung nach in manchen Aspekten sehr schwach. Aber kommen wir kurz mal zur Story. In Sekiro spielen wir einen Sipun im 16. Jahrhundert von Asien, der etwa auf ein paar ninjahafte Missionen gehen muss. Und mehr möchte ich etwas zur Story nicht sagen, denn wie schon erwähnt, die Story ist deutlich konkreter und deutlich strikter und nicht mehr so kryptisch zum Deuten und so weiter. Und da möchte ich etwa die Überraschung etwa lassen, falls ihr Sekiro nicht wirklich gespielt habt. Aber natürlich ist man etwa nicht etwa in den Soulsborne Games wirklich hier für eine Story, auch wenn immer eine Story existiert und die wirklich wundervoll kryptisch erzählt wird und ich deutlich mehr etwa ein Fan von diesem Approach bin. Man ist hier für das Gameplay, für die Welt, für das Setting. Und das Setting ist wirklich fantastisch. Die Idee, ein Sipun in dieser Zeit zu spielen und mit dieser Location, mit diesem Setting, wirklich grandios. Die haben das Setting wirklich fantastisch eingefangen und ich liebe einfach die Art Direction hier wirklich, auch wenn die natürlich in manchen Punkten etwas schwächer ist als beispielsweise zu Bloodborne. Die Atmosphäre ist nicht mehr so gut wie bei Bloodborne und auch das Gameplay hat seine Macken. Versteht mich nicht falsch, das Gameplay ist immer noch gut. Es ist nicht unfair, es ist definitiv fair. Aber in manchen Punkten könnte man etwa denken, Gott, das ist irgendwie etwas unfair. Natürlich setzt es etwa wie Soulsborne-Types auf Genauigkeit, auf Timing, auf Movement. Also natürlich schön und gut und das sollte etwa auch bei einem Soulsborne-Game so sein, weil das etwa die klassische Trope bzw. Formel ist. Aber hier ist es auf eine 11 gebracht. Sekiro ist definitiv das Game, was es etwa kein Einsteiger empfehlen würde. Natürlich auf den ersten Blick könnte man denken, ja, vielleicht ist das was für Einsteiger, weil es ist deutlich anders, es ist kein Dark Souls, vielleicht könnte man das etwa an Einsteiger gut verkaufen. Nein, macht das nicht. Es ist eine grauenhafte Idee und dann wollen etwa die meisten Leute eher weniger für die anderen Soulsborne Games spielen. Es ist definitiv eins für die Hardcore-Fans, für die ganz großen Fans. Und selbst ich, der etwa sagen würde, dass die Soulsborne Games jetzt nicht zu extrem schwer sind, auch wenn die natürlich etwa sehr extrem schwer sind beim ersten Playthrough, muss sagen, holy fucking shit, ist etwa Sekiro schwer. Und die Schwierigkeit nagt etwas an den Game. Ist es vielleicht etwas zu schwer? Nun, das soll etwa jeder für sich entscheiden. Aber wie ich etwa von vielen Stimmen gehört habe, ist es definitiv für viele etwa das schwerste Soulsborne. Und meine Güte, ich kann da einfach nur zustimmen. Für mich ist das schwerste Soulsborne. Also ich habe keine Ahnung, ob das was Gutes sagt über mich oder etwa nicht. Aber ich hatte hier deutlich mehr Probleme, einen Kampf etwa
etwa schneller zu beenden, beziehungsweise einen Kampf zu besiegen. Da bin ich schon manchmal bei manchen Bossen deutlich länger als gewollt dran gesessen. Aber das kann man etwa an Sekiro nicht wirklich claimen. Wie gesagt, Sekiro ist immer noch ein wirklich gutes Spiel. Aber es ist ein gutes Soulsborne-Game. Es ist ein wirklich gutes Soulsborne-Game, was neue Crowns erkundet, was wirklich die neueren Erneuerungen oder die fehlenden Erweiterungen etwa wirklich gut benutzt und etwa ein ganz gutes Game dazu gibt. Nun ja, es ist schwierig zu sagen. Sekiro hat, wie gesagt, wirklich fantastische Elemente, wirklich fantastische Ideen, die ich etwa bis zum Himmel loben kann. Das Gameplay als solches macht natürlich Spaß. Das Kämpfen macht natürlich Soulsborne-haft Spaß. Ich hatte meinen Spaß und teilweise sogar manchmal mehr Spaß als bei anderen Teilen. Aber das heißt nicht etwa wirklich, dass Sekiro höher steht als diese. Wie gesagt, Sekiro ist kein schlechtes Game. Sekiro ist fantastisch. Aber als Soulsborne-Game fehlt es in manchen Hinsichten. Irgendwie fehlt da einfach was und man kann mal so merken, dass etwa From Software noch sich unsicher war und etwa ein bisschen mehr Reifung bräuchte, um dieses Konzept wirklich perfekt umzusetzen. Und natürlich klingt das etwas snarky, etwas cocky, sowas zu sagen, aber ich meine das etwa aus Liebe her. From Software ist etwa fantastisch mit ihren Games und irgendwie ist es dennoch etwas enttäuschend, dass Sekiro nicht etwa den Qualitätsstandard so sehr etwa haben konnte. Wie gesagt, Sekiro ist kein schlechtes Game. Sekiro ist immer noch wirklich verdammt gut. Aber in Hinsicht zu den anderen Games ist es nicht etwa so spaßig, so bissig wie diese. Da hätte ich mir eher mehr gewünscht, dass man etwas gewartet hätte und nochmal darüber geschaut hätte, wie man das etwa mit jedem Game gemacht hat. Aber dennoch darf ich etwas zugeben, dass es etwa für einen Anfang, für die Umdrehung einer Souls-Formel definitiv kein schlechter Anfang war. Nicht der perfekteste, aber definitiv ein guter Anfang. Und im Vergleich zu anderen paar Games von anderen großen Publishern oder Entwicklern ist das definitiv immer noch ein wirklich fantastisches Game. Und oh Gott, ich habe bestimmt viele Sekiro-Fans angepisst. Aber falls ihr noch etwa dran seid, die 3 Sekiro-Fans, die etwa noch etwa Glauben an dieses Video haben, ich mag Sekiro wirklich sehr. Von allen Soulsborne-Games ist es einer meiner least favorites, aber es ist immer noch gut. Also bitte haut mich nicht. Bitte haut mich nicht. Anyway, kommen wir doch mal zum nächsten Platz, der hoffentlich nicht so kontrovers sein wird wie dieser hier. Meine Güte, neue Worte zu finden zu Dark Souls 1 ist verdammt fucking schwer. Denn das ist einer dieser Games, die schon etwa bis zum Tod etwa besprochen worden ist im Internet. Und irgendwas Neues zu der Konversation zu finden, ist definitiv schwierig. Aber ich versuch's dennoch mal. Was kann man zu Dark Souls 1 sagen, was nicht schon gesagt worden ist? Es ist ein magisches Game, es hat eine fantastische Atmosphäre, eine der besten Atmosphären von den ganzen Soulsborne Games. Es ist der Grundbaustein vieler Soulsborne Games, auch wenn wir natürlich etwa Demon's Souls davor hatten. Aber wie schon erwähnt, Demon's Souls bietet eher mal an, als würde man etwa versuchen, was Konkreteres herauszufinden. Und mit Dark Souls hat man dieses Konkretere gefunden. Dark Souls 1 hat viele Stärken, aber auch eine ganz große Schwäche, zu der wir später kommen. Das Kampfsystem macht einfach Spaß und in dieser Form war das etwa für viele das erste Mal so ein Kampfsystem zu haben. Es war bestimmt beeindruckend im Jahre 2011 sowas zu sehen und noch beeindruckender ist es zu denken, was wir etwa 11 Jahre danach gekriegt haben. Mit Elden Ring zum Beispiel. Dark Souls 1 ist legendär und das auch zu Recht. Es ist ein fantastisches Spiel, was auch sehr revolutionär ist, wenn nicht so revolutionär wie sein Vorgänger. Es hat etwa den Kickstarter-Schuss gegeben für eine fantastische Trilogie, auch wenn der Mittelpunkt etwa ein schwarzes Schaf etwa in sich hat. Aber die Trilogie ist immer noch etwa fantastisch und Dark Souls 1 ist zu Recht etwa so ikonisch. Es ist ein grandioses Game, was etwa fördert. Anders als zum Beispiel Demon's Souls fördert es definitiv mehr. Man kann manchmal sehr frustrierend sein, aber umso mehr erfrischend sein, wenn man etwa die Kämpfe übersteht. Ist es das schwerste Soulsborne-Game? Vermutlich nicht. Ist das dennoch schwer für einen Anfänger? Definitiv ja. Aber es hat definitiv einen Grund, warum sehr viele etwa dieses Game etwa als anfängertauglichstes Souls-like bezeichnen würden. Es hat viele Stärken, sei es nun die Welt, wie gesagt, die Atmosphäre oder auch das Game-Design. Viele der typischen Soulsborne-Stärken sind auch hier wieder zu finden, aber eine ganz große Schwäche ist ein großes Dorn im Auge, sodass es etwa Dark Souls eher weniger etwa so high ranken kann. Dark Souls 1 ist grandios, aber die zweite Hälfte hat definitiv Probleme. Man kann mal merken, dass etwa das Produktionsteam nicht genügend Zeit dafür hatte und wer weiß, was man etwa mit genügend Zeit daraus herausholen könnte. So sieht etwa die zweite Hälfte vieles vom Game herunter und das ist wirklich ein Trauerfest. Was wäre, wenn wir etwa ein komplettes, fertiges Dark Souls gekriegt hätten, ohne etwa die Deadline etwa misszuachten? Was für eine Realität das wohl geworden wäre. Und das ist auch meine größte Kritik an Dark Souls 1. Die zweite Hälfte hat so viele Schwächen. So kann man etwa definitiv etwa fühlen, dass vieles unfertig noch etwa da liegt. Und das ist definitiv was Unschönes und definitiv kritikfähiges. Aber abseits davon, so viel zum Kritisieren bei Dark Souls 1 gibt
gibt es wirklich nicht. Es ist zwar kein makelloses Spiel, wie man das etwa in der zweiten Hälfte besonders merken kann, aber es macht Spaß, es ist ikonisch und das auch zu Recht. Ich meine, es ist Dark Souls Motherfucking 1. Was will man mehr? Was will man mehr? Dark Souls 3 hat eine gemixte Meinung im ganzen Soulspawn-Kosmos gekriegt und ich verstehe nicht warum. Natürlich gibt es Dinge an diesem Teil zu kritisieren. Natürlich verstehe ich etwa die Kritik, die an diesem Teil etwa kritisiert wird. Und natürlich ist dieses Ende der Dark Souls-Reihe bzw. Dark Souls-Saga definitiv nicht makellos. Es hat viele Schwächen, aber auch viele Stärken. Aber spulen wir doch mal zurück. Welche Sache wird so oft kritisiert an Dark Souls 3? Nun eine Sache. Es sei nicht innovativ, es sei zu viel Fanservice. Und klar, Fanservice gab es definitiv einen großen Haufen. Es ist definitiv kein Spiel, wo man sagen könnte, dass es sehr innovativ war für das Soulspawn-Genre bzw. die Soulspawn-Spiele. Aber das will es auch nicht sein. Es ist ein Ende, vielleicht ein teilweise glorifizierendes Ende, aber definitiv ein gutes Ende meiner Meinung nach. Klar, Fanservice ist immer mal Hit und Miss. Aber hier wurde es eigentlich ganz gut implantiert, auch wenn es nicht immer perfekt war. Aber zu sagen, es wäre nicht so ganz innovativ, nur Fanservice gewesen, wäre auch ein Understatement für diesen Teil. Denn dieser Teil bietet definitiv mehr als nur etwa puren, blanken Fanservice, sei es nun etwa die fantastische Musik, sowohl etwa die neuen Tracks als auch die alten Tracks. Und klar, die alten Tracks fallen etwa zu Fanservice rein, aber who cares? Die Soulspawn Games haben immer einen fantastischen Soundtrack und vor allem bei diesem Teil haben wir einen der besten Soundtracks überhaupt. Das Kampfsystem von den vorherigen Dark Souls Spielen hat man hier perfektioniert. Wirklich, die Genauigkeit, die Griffigkeit und der Angriff ist einfach nur perfektioniert worden. Und ihr könnt mir nicht wirklich vorstellen, dass man den Kampfsystem von den originalen Dark Souls Spielen noch mehr perfektionieren könnte als mit diesen hier. Wirklich, es ist einfach nur more. Perfekt. Genauso ist die Spielwelt etwa ein großes Highlight von diesem Game, wie auch bei vielen anderen Soulspawn Games. So ist die Spielwelt definitiv größer als die vorherigen Teile, aber es ist halt nicht etwa dieses Sequel-Krankheit größer, bigger, Explosion, bum bum bum. Nein, es ist eine sinnige, größere Spielwelt, die definitiv viele Aspekte hat, viele Überraschungen hat und einfach wirklich Spaß macht. Und auch ist es ein etwas abwechslungsreiches Dark Souls. Denn meiner Meinung nach hat es eine gute Balance zwischen neuen Dingen und auch alten Dingen. Sicherlich übertreffen manchmal die alten Dinge mehr als in vorherigen Soulspawn Games, aber meine Güte, warum denn nicht? Natürlich ist es für einen Neueinsteiger vielleicht etwas abschreckend, aber für Langzeit Dark Souls Fans ist es etwa ein kleiner Blast. Ich kann natürlich verstehen den Kritikpunkt, aber wie gesagt, es ist nett und wurde gut implantiert. Und wie schon erwähnt, ist es auch nicht so, als hätte dieser Teil nicht auch eigene Dinge. Zum Beispiel sind auch die Designs sowohl von den Sorken als auch von der ganzen Welt fantastisch. Und wenn wir mal zu den Sorken kommen, meine Güte. Vielleicht hat etwa dieser Teil ein paar der besten Sorken von der ganzen Reihe, sowohl designtechnisch her, als auch vom Kämpfen her. Und meine Güte, ist das einfach ein Improvement von den generischen, sehr formulären Schurken bzw. Bossen aus dem zweiten Teil. Es ist in meinen Augen ein Geschenk an die Fans und natürlich sollte man es kritisieren. Natürlich gibt es Punkte, die man etwa kritisieren muss. Natürlich ist das nicht makellos, aber unter anderem zum Beispiel der letzte DLC bzw. der zweite DLC endet die Saga in einer sehr anticlimactic Art, aber irgendwie funktioniert es dennoch. Es war natürlich etwa ein bolder Move von Miyazaki, das so zu machen, aber meine Güte hat es doch etwa am Ende doch sehr gepayofft. Man kämpft mal nicht etwa einen alten, bekannten Gegner, der zurückkehrt, oder einen ganz großen Boss. Nein, man kämpft mal einen ganz kleinen, aber feinen Boss. Und das ist doch irgendwie ironisch, die Reihe so enden zu lassen. Ein Game, was definitiv seine Fehler in sich hat, aber so viele Highlights hat, dass es etwa die Fehler etwa hinwegsehen kann. Es macht Spaß und ich kann es einfach nur bis zum Ende empfehlen. Ein ultimatives Finale, was natürlich etwa manchmal sehr glorifizierend sein kann mit seiner eigenen Lore und manchmal etwas überstolz sein kann, aber es macht dennoch sehr viel Spaß und es langweilt nie. Definitiv nicht was für Neulinge, aber für Leute, die schon etwa länger etwa die Dark Souls Reihe verfolgt haben, beziehungsweise schon von Anfang an die Teile gespielt haben, ein definitiv großes Muss. Aber kommen wir doch mal zu meinem Platz 2, und zwar Elden Ring. Und manche werden bestimmt aufschreien, wie kann es so weit oben sein? Oder manche werden aufschreien, wie kann es so weit unten sein? Lasst es mich erklären. Ja, Elden Ring ist fantastisch, keine Frage. Die meisten Soulspawn Games sind wirklich fantastisch und grandios. Und genauso ist das Elden
Ring. Aber für mich persönlich gesehen gibt es ein Game, was etwa Elden Ring übertrifft, zu dem wir später kommen. Aber kommen wir erstmal zu Elden Ring an sich. Elden Ring hat so viele Dinge, die ich etwa an diesem Game loben kann und ein paar Dinge, die man wirklich etwa an ihnen bemängeln kann. Aber starten wir doch mal mit der Lobparade zu Elden Ring und mit den Sachen, die so in etwa Elden Ring häufig gelobt worden ist. Enter the Open World von Elden Ring. Und meine Güte, persönlich gesehen bin ich kein großer Open World Fan. Ich muss sagen, es catcht mich sehr selten und solche Spiele wie Breath of the Wild sind auf jeden Fall Ausnahmen im Punkt der Open World. Ich bin kein großer Fan von Open World und als ich etwa gehört habe, ein neues Soulspawn Game wird eher mehr in die Open World Richtung gehen, dachte ich mir, naja, vielleicht wird es etwas spaßig, vielleicht überrascht es mich. Und holy shit, holy fucking shit, hat es mich überrascht. Diese Spielewelt ist einfach nur more. Fantastisch, grandios, einfach nur more. Und da sage ich jetzt jemand, der etwa nicht so ein großer Open-World-Fan ist und eigentlich abseits von Breath of the Wild kaum Open-Worlds mag, beziehungsweise überhaupt spielt. Aber meine Fresse hat Elden Ring da so vieles richtig gemacht. Anders als bei anderen Open-World-Spielen und etwa die Sache, die ich oft bemängel, bei den Open-World-Spielen abseits von Breath of the Wild, die ich gespielt habe, hat man hier wirklich etwa komplette Freiheit. Du willst etwa die Story erstmal verfolgen, mach das. Du willst dich OP machen, mach das. Du willst frei reisen, mach das. Du willst mehr etwa über das Kämpfen lernen oder Magie etwas studieren, mach das, mach das, mach das. Das Game hat etwa keine Liste an Aufgaben, die du machen musst. Das Game lässt dir wirklich freie Hand. Und das ist halt doch etwa am Ende des Tages das Prinzip von einer guten Open World. Oder etwa nicht? Dabei macht die Welt auch einfach Bock, frei zu erkunden. Ich muss sehr ehrlich sagen, ich war nie etwa gelangweilt bei irgendeiner Stunde von Elden Ring, diese Welt wirklich frei zu erkunden. Es gibt Welten, wo man sich denkt, what the fuck? Beziehungsweise Bereiche, eher mehr gesagt. Und dann gibt es etwa Bereiche, wo man sich denkt, holy shit, es ist einfach grandios. Das freie Erkunden macht verdammt großen Spaß. Und das ist auch die große Sache bei Elden Ring. Die Open World catcht einfach so sehr. Und das ist auch der Make it or break it Point für viele. Wenn euch die Open World nicht wirklich etwa catcht bei Elden Ring, dann ist es eher weniger was für euch. Persönlich gesehen hat die mich etwa absolut gecatcht. Diese Flexibilität, die man etwa in dieser Open World hat, ist fantastisch, grandios und die kann ich einfach nur zum Himmel loben. Und ironischerweise ist die auch etwa perfekt für Neuansteiger. Was meine ich damit? Elden Ring ist natürlich genauso wie die anderen Soulspawn Games nicht gerade etwa ein easy Game. Es ist ein hartes Game und definitiv manchmal kann man etwa sich fühlen, als wäre das unfair und in manchen Aspekten ist es teilweise unfair, zu denen wir jetzt etwas später kommen. Aber das flexibel gibt etwa diesem Game was Bestimmtes. Wenn euch ein Boss zu schwer ist, könnt ihr technisch gesehen wirklich einfach sagen, okay, ich verpiss mich mal wieder. Bye Boss, fick dich. Ja, das ist möglich bei Elden Ring. Und natürlich, irgendwann werdet ihr etwa zu einem Punkt kommen, wo ihr vielleicht etwa diesen Boss etwa dennoch etwa antreten müsst. Aber ich bezweifle mal, dass weil etwa Elden Ring so viele Dinge etwa hat, die man machen kann. Und da gibt es etwa viele Erkundungsstunden. Einfach nur das reine Erkunden kann dir manchmal etwa 10 Stunden etwa kosten. Und natürlich ist es ein sehr zeitaufwendiges Spiel, aber es lohnt sich definitiv. Ich bin jetzt persönlich kein so großer Fan von Games, die etwa 100, 200 Stunden etwa machen lassen. Aber Elden Ring, oh ja Elden Ring, du hast mich dazu gebracht. Auf seinen Erkundungstouren findet man immer was Neues. Und genauso fühlt sich die Welt endlos an, auch wenn die natürlich das logischerweise nicht ist. Und oh mein fucking Gott, die Bosse. Ich weiß jetzt nichts genaueres dazu sagen, aber die Bosse sind einfach nur more. Wirklich ein großes Highlight bei diesem Game. Und besonders etwa bemerkenswert, wenn man sich bedenkt, dass die Bosse bei so gut wie fast jedem etwa Soulspawn Game wirklich verdammt gut sind. Und natürlich dürfen wir auch nicht etwa die Story vergessen. Zur Story möchte ich etwa auch persönlich jetzt nicht so viele Wörter verlieren. Soulspawns Typus wird hier etwa sehr kryptisch erzählt und seine richtige typische Story hat man natürlich etwa nicht. Und wie schon in meinem Klonoa-Video erwähnt, ich bin davon immer ein Fan. Und das Schöne bei diesem Soulspawn-Game ist, dass es hier keinen richtigen oder falschen Weg gibt. Es gibt manche Klugscheißer, die würden sagen, Bloodborne muss etwa so spielen, weil das ist der einzige richtige Weg. Aber irgendwie fühlt sich Elden Ring an, als wäre das die persönliche Antwort von From Software für diese Klugscheiße, um zu sagen, hey, fick dich. Und natürlich hatte man aber nicht so viel Freiheit bei Bloodborne, Dark Souls und so weiter mit den Erkunden oder was man zuerst macht. Hier hat man natürlich deutlich mehr Freiheit, aber auch schon bei diesen Games hatte man eine gewisse Freiheit, die Spaß gemacht hat. Doch Elden Ring ist natürlich nicht perfekt. Und es gibt ein kleines Manko, was dieses Game etwas runterzieht. Ist es ein großes Manko? Es geht. Aber bei so einem verdammt guten Game wirkt es etwa sehr apparent. Und meine Güte, es ist mehr zu sagen, aber das Kampfsystem ist in manchen Aspekten nicht so gut. Und vielleicht auch etwas besserer als im Vergleich zu anderen Soulspawn Games. Versteht ihr mich nicht wahr? Das Kampfsystem ist immer noch verdammt gut. Die Verbindung dieser freien Welt mit den typischen Souls-Techniken
Techniken ist verdammt gut denen gelungen. Und als First Try von Miyazaki und dem ganzen Team hinter diesem Game ist es einfach nur fantastisch. Aber natürlich, da man etwa mehrere Möglichkeiten hat, wie man etwa Gegner bzw. Bosse angreifen könnte mit Slice-Techniken und so weiter, müssen die etwa natürlich irgendwelche Wege finden, um die Bosse nicht zu einfach wirken lassen. Und das kann manchmal etwa frustrierend sein, da manchmal die Bosse so wirken, als hätten die plötzlich Superkräfte gekriegt und als wären die irgendwie etwas mehr OP, als sie sein sollten. Es ist kein großes Issue und an sich lasse ich das bestimmt etwa so klingen, als wäre das ein richtig großes Issue. Ist das natürlich nicht, aber dennoch kein wirklich tolles Issue. Und genauso ist etwa die Technik, die man schon etwa in anderen Soulsborne-Games gehabt hat, dass etwa die Gegner dich etwa durch die Wände angreifen können, auch nicht so dolle. Aber es ist kein Problem, direkt mit Elden Ring zu assoziieren. Nein, das war so ein Problem bei anderen Soulsborne-Games. Und natürlich, die 2 Punkte klingen etwa wie ein großer Breakpoint. Aber bitte, bitte, bitte gebt etwa Elden Ring eine Chance. Als jemand, der etwa nicht so keen ist an Open Worlds und sogar Fantasy Worlds, bin ich einfach nur begeistert von Elden Ring. Elden Ring hat so eine verdammt geile Spielewelt, die man etwa so wundervoll erkunden kann. Die Spieltechniken wurden etwa grandios miteinander verheiratet. Und wie gesagt, es ist quasi das erste richtige Open World Game von From Software und so ein Mammutprojekt haben die etwa wirklich gut gehandelt. Natürlich sind etwa die 2 kleinen Mankos nicht etwa die schönsten Mankos, aber fuck it. Mit der Zeit werden die etwa weniger und immer weniger etwa prevalent, also präsent. Und auch wenn dieses Game etwa genauso wie die anderen Soulsborne Games manchmal sehr frustrieren kann, ist es immer doch befriedigend, wenn man etwa einen Boss etwa geschafft hat und dann etwas zum nächsten kommt und zum nächsten kommt und den auch dann schafft. Elden Ring ist grandios. Es verdient wirklich das Lob, was es gekriegt hat und ich liebe es wirklich verdammt sehr. Es ist nicht mein persönliches Highlight Soulsborne Game, aber ich kann definitiv verstehen, warum viele es so sehr auf Platz 1 setzen würden. Und an sich würde ich sagen, technisch gesehen ist das in vielen Aspekten das definitiv beste Soulsborne Game. Aber für mich persönlich eher weniger so. Und by the way, Rani the Witz. Rani the fucking Witz. Das ist schon ein weiterer Kaufgrund, beziehungsweise der größere Kaufgrund, sich Elden Ring zu holen. Ich meine, Rani the fucking Witz. Look at this design. It's perfect. Perfect. Aber anyway, kommen wir doch mal zum letzten Platz. Mein Platz 1. Aber kommen wir doch mal zu Platz 1. Und was könnte nun auf Platz 1 sein, außer mein absolutes Lieblings-Soulsborne-Spiel? Und zwar Bloodborne. Meine fucking Güte, Bloodborne ist fucking großartig. Wenn ich idiotisch wäre, würde ich etwa ein ganzes einminütiges Video machen, wo es einfach nur die ganze Zeit sagen würde. Bloodborne ist fucking großartig. Beziehungsweise die Atmosphäre von Bloodborne ist fucking großartig. Aber zum Glück war ich nicht so doof und hab das jemals gemacht. He. Aber random, da war doch mal dieses eine Mal. Klappe, klein Timmy. Klappe. Anyway, was lieb ist denn so sehr an Bloodborne? Was sind etwa die neuen Mechaniken, die etwa dazu kamen mit Bloodborne? Und. Starten wir doch mal mit der Story, die etwas Souls-Typ ist, etwa wieder kryptisch erzählt wird. Man hat mal eine Ausgangslage. In diesem Fall, dass man etwa jemand ist auf der Suche nach einem Heilmittel, was etwa ihn auf eine bestimmte viktorianische Stadt hinschlägt, wo man etwa hofft, dass man dieses Heilmittel findet. Problem nur, man hat mal diese eine Quasi-Pest, die etwa einen langsam aber sehnig umbringt. Und die ganze Stadt ist mehr oder weniger entweder tot oder mutiert wegen dieser Krankheit. Also muss man sich etwa durchschlagen und nachdem er etwa quasi einmal gestorben ist und wiedergeboren ist als Jäger, muss man sich halt etwa durch die ganze Stadt durchschlagen und etwa aufpassen, dass man etwa nicht umgebracht wird, denn hinter jeder Ecke, hinter jeder Mauer, hinter jeder Gasse könnte irgendein Feind sein, der dich etwa mir nix, dir nix etwa umbringen könnte. Und das klingt schon ziemlich fun. Ich meine, nicht etwa wirklich stressig, nicht wirklich etwa, oh, ich bin in Gefahr. Nein, das klingt etwa wie die größte Spaß aller Zeiten. Fun. Aber Bloodborne ist wirklich gut. Denn wie gesagt, Bloodborne bringt etwa vieles Neues rein, was wirklich etwa gut ist für die Souls-like-Reihe. Beziehungsweise auch sehr prägend war. Zum einen, wir haben etwa ein neueres Setting, was etwa die Mode der vorherigen Dark Souls, beziehungsweise Demon Souls, beziehungsweise den ganzen Souls-Spielen vorher etwas durchbricht mit einer viktorianischen Stadt, die wundervoll ist. Wirklich, ich kann dieses viktorianische Setting genauso loben wie bei Elden Ring. Es ist einfach nur wundervoll. Und es ist irgendwie schade, dass man das nicht etwa mehr erkunden kann. Denn man muss mal aufpassen, etwa nicht gekillt zu werden von irgendeinem Angreifer oder. Und die Angreifer, beziehungsweise die normalen Feinde, sind hier kniffliger als zuvor. Selbes geht natürlich auch für die Bosse und selbes geht eigentlich auch für das ganze Game. Für Leute, die etwa eher unerfahren sind, etwa mit der ganzen Souls-like-Reihe, beziehungsweise Soulsborne, würde ich das eher weniger als Anfangspunkt empfehlen. So sehr ich das auch liebe, ist es nicht gerade etwa ein guter Anfang. Zumindest in vielen Hinsichten her. Denn auch für Leute, die etwas schon die vorherigen Souls-Spiele gespielt haben, fordert es etwa wirklich viel an. Das Geschick ist etwa nochmal mehr gefordert. Die Schnelligkeit genauso wie eben
eben die Genauigkeit. Und das ist etwas, was typisch ist bei den ganzen Souls-like-Spielen, denn über die Zeit haben die sich immer schwerer und schwerer und schwerer gemacht. Mehr oder weniger. Zum Kampfsystem kann ich etwa wenige Worte verlieren, denn ich habe so zahlreiche Worte etwa dazu vorher verloren. Und meine Güte, was könnte man denn noch sagen, außer es ist definitiv dynamischer und teilweise sogar besser als das von Dark Souls bzw. Dark Souls 2 oder Demon Souls und. Natürlich unterscheiden sich da die Meinungen und wie gesagt, ich bin etwa kein Hater von irgendeinem Souls-like Game. Ich mag die wirklich alle zu einem gewissen Punkt. Vielleicht nicht etwa Demon Souls wirklich, aber die anderen wirklich sehr. Aber Bloodborne fühlt sich etwa an, dass man etwa bei From Software vieles etwa ausreifen konnte. Und das liebe ich so sehr an Bloodborne. Und meine Güte, ich könnte einfach nur dieses Game praisen, bis zum geht nicht mehr. Viele Kritikpunkte habe ich an dieses Game natürlich nicht, aber es gibt ein paar Punkte, zum Beispiel ist der Umfang jetzt nicht so groß, beziehungsweise kleiner als bei Dark Souls. Und manchmal kann es doch etwas mehr frustrierend sein, dass die Schwierigkeit doch manchmal auf 11 statt etwa 10 etwa gestellt worden ist. Aber persönlich, ich habe weniger Probleme mit Bloodborne und ich liebe dieses Game einfach nur. Also falls ihr jemals etwa ein Souls-Spiel spielen wollt, spielt nicht Bloodborne als erstes. Wow, das ist etwa sehr contrariant zu meinem Punkt, den ich jetzt etwa die ganze Zeit getroffen habe, wie sehr ich dieses Game liebe. Aber es ist wirklich nicht gut für Anfänger. Definitiv nicht. Aber falls ihr mehr erfahren seid bei den Souls-like bzw. Soulsborne-Spielen, dann empfehle ich euch Bloodborne definitiv. Doch jetzt seid ihr dran. Wie steht ihr zu den ganzen Dark Souls, Demon Souls, bzw. den ganzen Soulsborne-Spielen? Habt ihr die gespielt? Wenn ja, wie fandet ihr sie? Und wenn nein, habt ihr etwa Lust, etwa die jetzt nach diesen Videos zu spielen? Schreibt das mir doch gerne in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Und schreibt gerne in die Kommentare, ob ihr etwa mehr Lust habt auf solche Videospiel-Rankings jeglicher Art. Falls ihr Vorschläge habt, gebt sie mir doch gerne etwa in den Kommentaren. Und vielleicht mache ich etwa die ein oder anderen. Aber bis dahin, wir sehen uns, bzw. hören uns beim nächsten Mal. Euer Random oder so ähnlich. Bye!